Wenn ich euch fragen würde, welche Freizeitparks sich am ähnlichsten sind, würden wahrscheinlich viele Efteling, Phantasialand oder Europapark nennen. Aber bei meinem letzten Besuch ist mir etwas völlig anderes aufgefallen. Denn ausgerechnet Freizeitpark Plon hat mich immer wieder an Efteling erinnert. Nein, die Parks sind nicht gleich. Sie unterscheiden sich in ihrer Größe, ihrem Budget und ihren Attraktionen. Aber sie haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, die dafür sorgen, dass sich beide Parks auf eine ähnliche Art anfühlen. Und genau darüber sprechen wir heute. Das erste, was mir aufgefallen ist, war die Lage der Parks. Sowohl Efteling als auch Freizeitpark Plon sind nicht einfach auf einer riesigen freien Fläche gebaut worden. Stattdessen wurden die Attraktionen in die vorhandene Natur integriert. Man läuft immer wieder durch Wälder, vorbei an Bäumen und Grünflächen. Dadurch wirken beide Parks deutlich entspannter als viele andere Freizeitparks. Man hat nicht das Gefühl, von einer Attraktion zur nächsten über große Betonflächen zu laufen. Die Natur gehört einfach zum Erlebnis dazu. Wenn man beide Parks vergleicht, fällt einem ziemlich schnell etwas auf. Die starke Verbindung zur Natur. Der Freizeitpark Plon liegt komplett in einem Waldgebiet in Sachsen. Viele Attraktionen sind zwischen Bäume gebaut und man läuft oft auf kleinen Wegen durch den Wald. Besonders auffällig ist, dass der Park sehr organisch wirkt. Fast so, als wäre er in den Wald hineingewachsen und nicht andersherum. Auch Efteling in den Niederlanden ist stark von Natur geprägt. Der Park ist deutlich größer und wirkt insgesamt weitläufiger. Viele Bereiche sind durch Wälder, große Grünflächen und Seen verbunden. Ein gutes Beispiel ist der große See in der Mitte des Parks, um den sich mehrere Attraktionen und Shows gruppieren. Der Unterschied ist also, Plon wirkt eher kompakt und mittendrin im Wald, während Efteling eher wie eine große Landschaft mit verschiedenen Themenwelten aufgebaut ist. Aber in beiden Fällen spielt die Natur nicht nur eine Nebenrolle, sondern ist ein zentraler Teil des Parkgefühls. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich der offensichtlichste. Efteling ist weltweit für seinen Märchenwald bekannt. Doch auch Freizeitpark Plon besitzt einen Märchenbereich, der besonders Familien anspricht. Beide Parks erzählen Geschichten. Es geht nicht nur darum, möglichst viele Achterbahnen aufzustellen. Man möchte die Besucher in eine andere Welt versetzen. Genau dieses Storytelling sorgt für eine besondere Atmosphäre. Der zweite große Punkt ist das Thema Märchen und Storytelling. Efteling ist einer der bekanntesten Märchenparks der Welt. Der Märchenwald dort existiert seit den 1950er Jahren und wurde über Jahrzehnte immer weiter erweitert. Heute stehen dort über 25 verschiedene Märchenstationen, die klassische Geschichte wie Dornröschen oder Rotkäppchen darstellen. Darüber hinaus zieht sich das Storytelling durch den gesamten Park. Attraktionen wie Symbolika oder Fata Morgana sind komplett auf Geschichte aufgebaut, inklusive Musik, Figuren und detaillierte Szenen.
Im Freizeitpark Plon gibt es zwar keinen so großen klassischen Märchenwald, aber trotzdem eine klare Familien- und Themenausrichtung. Es gibt Figuren, thematisierte Bereiche und kleine Geschichten, die besonders für Kinder gestaltet sind. Der große Unterschied ist also die Tiefe. Efteling baut komplette Welten rund um Geschichte, während Plon eher einzelne thematische Bereiche nutzt, um Atmosphäre zu schaffen. Auch beim Achterbahnangebot sind mir einige Parallelen aufgefallen. Beide Parks besitzen eine Holzachterbahn. Natürlich sind die Bahnen unterschiedlich und verfolgen jeweils ihr eigenes Konzept. Trotzdem gehört in beide Parks eine klassische Holzachterbahn zu den Highlights. Außerdem gibt es in beiden Parks auch eine Thriller-Achterbahn für Besucher, die etwas mehr Action suchen. Dadurch entsteht eine gute Mischung aus Familienattraktionen und Nervenkitzel. Auch bei den Achterbahnen gibt es interessante Parallelen. Beide Parks besitzen eine Holzachterbahn, die zu den Hauptattraktionen zählt. In Efteling ist das Joris in the Draak. Diese Bahn ist ein sogenannter Dueling Wooden Coaster, bei der zwei Züge gleichzeitig starten und sich während der Fahrt duellieren. Sie ist stark thematisiert und Teil einer mittelalterlichen Drachengeschichte. Im Freizeitpark Plon ist es El Toro. Diese Holzachterbahn gilt als eine der intensivsten ihrer Art in Deutschland für einen kleineren Park. Sie ist weniger stark thematisiert, aber bekannt für ihr kräftiges Fahrgefühl und Airtime-Momente. Zusätzlich haben beide Parks mindestens eine Thrill-Achterbahn. Efteling hat zum Beispiel Baron 1898, einen Dive-Coaster mit freiem Fall in einen Minenschacht-Thematisierung. Plon ergänzt das Angebot eher durch klassische Thrill- und Familienattraktionen ohne große Story-Inszenierung, wie zum Beispiel Dynamite. Der Unterschied ist also klar. Efteling verbindet Fahrgeschäft und Geschichte sehr stark miteinander, während Plon mehr den Fokus auf das reine Fahrerlebnis legt. Der Punkt, der mich persönlich am meisten an Efteling erinnert hat, ist die Liebe zum Detail. In beiden Parks findet man überall kleine Dekorationen, liebevoll gestaltete Gebäude und thematische Elemente. Man merkt einfach, dass sich jemand Gedanken macht. Es geht nicht nur darum, eine Attraktion hinzustellen, die Umgebung gehört genauso zum Erlebnis. Genau solche Kleinigkeiten sorgen dafür, dass man sich keine Zeit nimmt und den Park bewusst erlebt. Ein Punkt, der mir besonders aufgefallen ist die Liebe zum Detail, auch wenn sie in unterschiedlicher Form auftritt. Efteling ist bekannt für extrem hohe Detailtiefe. Jeder Bereich hat seine eigene Musik, Architektur und kleine versteckte Elemente. Selbst Wartebereiche sind oft Teil der Geschichte. Ein gutes Beispiel hier ist Symbolika, wenn man sich schon beim Anstehen wie in einer anderen Welt fühlt. Auch Beschilderung, Beleuchtung und selbst einfache Objekte wie Bänke oder Mülleimer sind oft thematisch angepasst. Im Freizeitpark Plon ist das Niveau anders, aber trotzdem deutlich spürbar. Viele Bereiche wirken liebevoll gestaltet, besonders im Zusammenspiel mit der Natur, Holz, Felsen und Grünflächen werden bewusst eingesetzt, um Atmosphäre zu erzeugen. Man merkt hier vor allem den Unterschied im Budget und in der Größe, aber nicht unbedingt im Herzblut. Beide Parks haben also Detailverliebtheit gemeinsam, nur auf völlig unterschiedlichen Skalenniveaus. Wenn man jetzt alles zusammenfasst, ergibt sich ein interessantes Gesamtbild. Beide Parks setzen stark auf Natur als Grundlage. Beide haben märchenhafte oder thematische Elemente. Beide bieten eine Mischung aus Familienattraktionen und Thrill. Und beide legen Wert auf Atmosphäre und Gestaltung. Der große Unterschied liegt in der Umsetzung. Efteling ist ein stark durchinszenierter Themenpark mit sehr tiefen Geschichten und Weltenbau. Plon ist ein kompakter, naturnaher Freizeitpark mit viel Charme und direkter Nähe zu den Attraktionen. Trotzdem entsteht bei beiden ein ähnliches Gefühl beim Besuch. Man ist nicht einfach nur in einem Freizeitpark, sondern in einer eigenen kleinen Welt, die sich vom Alltag abhebt.
Ich möchte damit übrigens nicht sagen, dass Freizeitpark Plon einfach ein deutsches Efteling ist. Das wäre den beiden Parks gegenüber nicht fair. Beide haben ihren ganz eigenen Charakter. Aber genau diese Gemeinsamkeiten sind mir während meines Besuchs immer wieder aufgefallen. Jetzt interessiert mich eure Meinung. War jemand von euch schon in beiden Parks? Hattet ihr ein ähnliches Gefühl oder seht ihr das komplett anders? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wenn euch solche Freizeitpark-Vergleiche gefallen, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Drop.